Hallo, herzlich willkommen alle Freunde des Schnitzens. Heute geht es hier um das Handschnitzen. So nicht. Einige Praktiken würde ich vermeiden, um sich selber nicht zu gefährden. Ich zeige aber auch alternativ, wie ich es dann machen würde. Manche sprechen mich auch an auf Schnitzschutzhandschuhe. Ja, sowas kann helfen. Die haben eine Schnittschutzklasse im Handwerk, in der Industrie für Glas und Metall werden die verwendet. Kann helfen für Kinder und Gruppen und sowas. Aber ich persönlich verwende das nicht, weil man muss die Erfahrungen irgendwie auch selber machen. Wir sind alle so sehr auf Sicherheit bedacht und irgendwie braucht man diesen Kontakt mit dem Material und ich finde das sehr schön in der Hand. Ja, das fühlt sich gut an. Das Holz hat einen guten Eigengeruch und so. Dieses Material möchte ich spüren mit den Händen. Also habe ich persönlich noch nie Handschuhe verwendet, aber wie gesagt, für Kinder oder sowas kann das helfen, wenn man jetzt nicht dauerhaft damit arbeitet und nicht dieses Training hat. Manche sagen ja, man braucht 10.000 Stunden, um gut zu werden in einem Handwerk. So viel Zeit haben wir jetzt nicht, um das Ganze einzuüben. Vielleicht mal über ein Jahr lang immer mal so ein bisschen Handschnitzen nebenbei üben. Das kann helfen, um eine gewisse Sicherheit zu bekommen. Am Ende sind es einige wenige Handgriffe, die man verinnerlichen muss. Dazu möchte ich hier anregen und ich hoffe, es kann weiterhelfen. Es geht hier nicht um irgendeine News-Küche oder irgendwelche politischen Themen oder so. Das letzte Video war natürlich mal dazu da, um den Kanal wieder zu aktivieren, dass alle wieder wach sind und mal aufmerksam werden und dann auf die eigentlichen Inhalte mit zuschauen können. Ich will mir versuchen, auch ein bisschen Mühe zu geben, weitere Schnitzvideos zu produzieren oder auch über bestimmte Arbeiten wieder einige Videos zu machen. Ich habe natürlich auch noch so ein paar Sachen, die ich schon gefilmt habe, aber ich habe auch einige Bauprojekte und so. Und dieser Kanal ist jetzt nicht das Zentrum meines Lebens oder irgendwie das, wo sich jetzt alles darum dreht oder so in meiner Arbeit, sondern ich mache das so ein bisschen noch nebenbei und dann ist es halt auch gut, ja, und dann ist es okay, auch wenn jetzt nicht die Zahlen so berauschend sind oder so. Genau, ich hoffe, es kann weiterhelfen und es freut mich. Wenn dem so ist, lass es mich auch gerne wissen und dann wünsche ich dir viel Spaß hier beim Zuschauen. Ich habe da noch ein paar Minuten Zeit, bis die Post kommt und ich habe hier so ein kleines Stück Spaltholz in der Hand und vielleicht haben wir das alle schon mal so vorgehabt. Du willst dir irgendwas Kleines schnitzen, hast so ein Stück Holz zurechtgespalten. Ich nehme da hier einfach ein Schnitzeisen, hau das hier oben rein. Man kann natürlich ein Stemmeisen oder ein kleines Beil nehmen, um sich sowas zurechtzuhauen. Also aus Abfallstücken, wenn ich jetzt zum Beispiel hier so ein Stück noch übrig habe von einer größeren Figur und dann will ich da was Kleines draus machen, kann ich das so zerhauen, weil das spaltet ja wunderschön, ist ja Linde, Weichholz. Oder man sägt es halt mit der Bandsäge zurecht, aber das geht oftmals schneller und ich habe halt weniger Dreck und so weiter. Auch wenn ich so kleine Werkzeuge bei einer Figur, irgendwie eine Hacke oder einen Hammer habe, dann mache ich das genauso. Dann spalte ich das hier. Man kann das sogar mit einem Messer zum Teil machen. Hier oben mit einem Holzhammer draufhauen. Aber darum geht es ja jetzt nicht, sondern es geht darum, wie schnitze ich nicht. Ja, ich habe hier schon mein Messer an der Hand, so ein Rosenmesser, die sind handelsüblich. Das ist die Standardvariante, die für das meiste reicht. Wie gehe ich jetzt hier vor? Also das erste, was oftmals ein Problem darstellt, sind natürlich diese scharfkantigen Ecken. So, und wenn ich jetzt sage, so nicht, dann wäre natürlich zu überlegen, welche Schnittführung hindert mich jetzt oder gefährdet mich und welche fördert den ganzen Arbeitsvorgang. Wenn ich hier oben so vorbeischneide, und viele mögen das ja so vom Kartoffelschälen her, das ist oftmals ein Arbeitsschritt, den man gut nachvollziehen kann, dann immer den Daumen hier hinter dieser Kante verstecken, die ich eigentlich bearbeiten will. Dann ist man immer auf der sicheren Seite, kann hier schön ziehen, nicht zu viel nehmen, dann geht das wunderbar, dann kann man diese Ecken schon mal ein bisschen entfernen. Und man gewinnt natürlich auch ein gewisses Gefühl und eine Kraft in der Hand, dass man damit jetzt lernt, zurechtzukommen. Da geht es auch viel um die Dosierung der Kraft. Und die muss man erstmal ein bisschen entwickeln in der Hand. Und auf diese Weise kann ich wunderschön die Ecken hier wegschneiden, ohne dass ich über das Ziel hinausstoße und ohne dass ich mich selbst gefährde. Obwohl ich zu mir hinarbeite, das ist ja nur eine Bewegung, die aus der Hand kommt und die immer gestoppt wird. Sobald ich hier die Bewegung meiner Hand geschlossen habe, dann ist das vorbei. Ja, dann kann ich mich nicht weiter schneiden. Wo besteht aber das Problem? Das Problem besteht bei sehr kleinen Figuren, zum Beispiel die Beine von einem Reh. Wenn ich dann doch mal oben keine Ansatzfläche mehr habe für den Daumen, dass ich mir dann eventuell ein bisschen in den Daumen schneiden würde. Ja? Da muss man sehr vorsichtig sein. Man kann auf den Daumen zuschneiden
Und dafür ist zum Beispiel diese Ecke an dem Rosenmesser hier, die ist sozusagen die Warnstufe, weil wenn ich damit meinen Daumen berühre, merke ich, okay, ich komme jetzt in die Nähe der Schneide und das stoppt und das piekst so ein bisschen. Soll auch so sein, ja. Das ist so eine Warnung, dass man sich nicht schneidet. Das ist wirklich eine gute Idee, eine gute Erfindung, dass man da schön vorsichtig ist. Deshalb sind Messer, die komplett durchgeschliffen sind, manchmal nicht so gut, gerade wenn sie länger sind, weil man sich dann mit diesem letzten scharfen Stückchen noch schön blöd verletzen kann. Wir verstecken also unseren schönen Daumen und wenn wir so ein kleines Reh haben, dann wickeln wir entweder ein Pflaster drum um den Daumen, wenn man viel solche Rehe schnitzt. Weil ich habe das manchmal, dass ich dann hier so einen kleinen Riss habe in der Haut oben drin und das ist nur so eine Pille-Palle-Verletzung, nichts Schlimmes, aber es nervt trotzdem, weil das manchmal nicht gut verheilt. Weil man ja immer dort greift und man wickelt da auch nicht ständig ein Pflaster drum. Also da immer schön vorsichtig sein. Die Alternative wäre natürlich dann, das Bein so zu schneiden, dass ich hier vorsichtig hebe von mir weg. Deshalb hat dieses Messer hinten diesen Schwung, dass ich es auch so ein bisschen hebeln kann über den Drehpunkt meines linken Daumens. Den lasse ich immer schön am Werkstück, also dass hier mindestens noch so wie die Zange zu ist und der Daumen nicht großartig abgehoben wird und ich schön kontrolliert hier so ein bisschen ziehen kann. So geht es natürlich. Wie es nicht geht, ist natürlich, dass ich so hier die Hand irgendwie geschlossen halte oder hier den Daumen oben halte und dann zu mir ziehe, weil hier habe ich keinerlei Kontrolle, keine Bremse, keinen Stopp und außerdem auch noch zu mir hin. Ganz gefährlich wird es natürlich, wenn ich das Holz so anpacke und hier ziehe, weil durch den Druck tut sich natürlich hier das Material oder dieses Fleisch, sage ich mal, verdichten. Und wenn ich da voll reinziehe, dann ist das durch diesen Druck, geht der Schnitt mal richtig schön rein. Ja? Wenn das mal so weich und schwabbelig ist, dann hat das manchmal keinen richtigen Ansatzpunkt, aber durch diese Verhärtung hier, durch den Griff, kann die Klinge noch besser eintauchen und das darf man auf gar keinen Fall machen, ja? Dass man hier so gegen den Daumen arbeitet. Wie gesagt, das geht, ja, dass ich hier an meinem Daumen oben drüber vorbeischneide. Das muss man ein bisschen üben, weil der ideale Druckpunkt natürlich eigentlich genau auf den Daumen wäre. Das ist schon richtig. Aber man kann das ein bisschen üben und es geht eigentlich in der Regel. So, natürlich tun wir auch das Messer nicht irgendwo da hinten greifen oder zu uns ziehen oder andersrum auch nicht. Ja, das was zu weit irgendwie von uns wegpacken und so schnitzen tun wir auch nicht, sondern man tut eigentlich immer bei dem klassischen Schnitzen den Schnitt kontrollieren, dass er nicht übers Ziel hinausschießt. Da sollten wir schon echt aufpassen, dass wir auch niemand anderen gefährden. Gerade wenn man jetzt in der Gruppe arbeitet und das Kindern zeigt, dass die nicht den Nachbarn schneiden oder so, dann muss man schon den Schnitt ein bisschen kontrollieren. Aber oftmals ist das nur bis zu einem gewissen Grad möglich, wenn man nicht so geübt ist. Das ist schon eine handwerkliche Form, die viele schon überfordert. Ja, also nicht gegen den Körper ziehen, sondern maximal in dieser Handbewegung drin bleiben, wenn ich jetzt hier so hoch arbeite. So, wenn ich jetzt nun weitere Schnitzeisen verwende, ich habe hier so eine ganze Palette auch vor mir liegen noch. Sagen wir mal, wir nehmen jetzt hier so ein ganz klassisches Rundeisen, Hohleisen konkret. Rundeisen ist mehr so umgangssprachlich. Ich wollte nur gucken, ob das halbwegs von der Schärfe her passt. Hier ist eigentlich wieder das Gleiche, ja. Ich muss meinen Schnitt schön kontrollieren und absichern. Ich habe das ja immer so hier in der Hand, ob ich nur Links- oder Rechtshänder bin, spielt da keine Rolle. Und da kann ich mit meinem Daumen schön ansetzen. Hier unten, da ist der natürliche Punkt, wo ich ansetzen würde. Und durch den linken Daumen kann ich diesen ein bisschen sichern, ja, dass er mir auf keinen Fall abrutscht, wenn ich mal eine runde Stelle an einem Kopf habe oder so, an dem Rücken von einem Tier, der rundlich gezogen ist. Dann setze ich halt mal den anderen Daumen da an und stopp so ein bisschen. Das kann mir da echt helfen. Ich muss aber schon versuchen, den davor zu packen, ja, davor zu setzen.
Und dann auch so am Daumen natürlich vorbeischneiden, dass ich nicht in diesen Daumen reinschnitze. Wie geht es auf gar keinen Fall? Es geht auf gar keinen Fall so. Und schon mal so gar nicht, ja. Dass ich hier, also ich mache jetzt keine Scherze, sondern manche Leute arbeiten wirklich so, dass sie das Eisen so hinten anpacken, wo sie die allermeiste Gewalt haben und dann gegen sich ziehen, weil sie nun denken, sie haben da eine Lederschürze oder irgendwas und das geht so schön weg. Ja. So das Eisen mit aller Gewalt hier in der Hand führen, macht auch nichts, weil man immer, wenn man rausstößt, verzieht man so ein bisschen und das kann mal auch zur Seite wegrutschen, dann könnte ich mich hier irgendwo verletzen. Ja, also sowas macht man nicht. Man kann das machen, wenn man das auf einem Brett aufsetzt, die Hände, die Finger vorne so ein bisschen versteckt, hier mit den Ballen nur hält und das schön in die Ecke reindrückt. Kann man sich ein Stück Holz, eine Hobelbank einspannen oder so und dann so stößt. Ja, aber in der Hand, wenn ich jetzt keine Fixierung habe, macht man sowas nicht. Dann nimmt man halt nur so viel weg wie geht. Und dann muss man halt mal ein paar mehr Schnitte machen. Was immer gut geht, ist quer zur Faser mit diesen kleinen Hohleisen hier. Um die 10 mm Breite, 10, 12 mm, Stich 8, Stich 5. Damit kann man wundervoll das Holz wegschruppen. Gewinnt man ein Gefühl für Form und Faserverlauf vom Holz. Und damit kann man sehr individuelle Formen rausschneiden. Aber auch hier wieder, wir tun nicht zu uns hinarbeiten. Wenn man mal sowas macht, dann nur den Handballen ansetzen und nur so minimal aus dem Handgelenk drehen. Mehr nicht. Ja. Das ist okay, da kann nichts passieren, weil ich die Bewegung mal abstoppe. Und auch da kann ich mit meinem Daumen gegensichern. Aber das ist mir an sich schon zu gefährlich. Ja. Und gerade für Anfänger würde ich es nicht empfehlen, weil man doch dann dazu neigt, zu doll zu ziehen. Und dann denkt man, das geht gut. Und dann nimmt man mehr weg und irgendwann sticht man sich das Ding rein. Ja. Sollte man nicht tun. So eine kleine minimale Handbewegung aus dem Handgelenk heraus, das ist okay. Ich mache das manchmal, um ein bisschen eine Abwechslung zu haben im ganzen Schnitzablauf, dass man nicht immer nur mit diesem Daumen so da hängt, weil das ja hier, das hat man kann das ein bisschen Stress aufs Gelenk geben. Das möchte man auch nicht haben. Würde ich nicht zu viel wegnehmen und das Bein oder irgendwas unterstützen, das lassen wir jetzt mal weg, weil da brauchst du dann schon Übung, das ist dann zu gefährlich, würde ich sagen. Dann spannen wir das Holz lieber ein. Da hat man mehr Freude damit im Hobbybereich, wenn man es dann einspannt. Das ist nur für kleine Schnitte. Wenn man mal draußen meinetwegen ist auf der Terrasse oder am Lagerfeuer und will da noch ein bisschen was schnitzen, kann man das in der Hand so machen hier. Genau. Was wir auch beachten sollten ist, das Holz hat hier einen Riss. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie hier eine Ecke rausarbeite, so mein Stift, habe ich jetzt gerade keinen Stift da, grüner Stift, naja gut. Wenn ich hier sowas rausnehme, weil hier oben meinetwegen, was weiß ich, irgendeine Form ist und hier geht es dann wieder raus oder so, ich spinne jetzt nochmal. Und hier ist aber der Riss drin, den ich vielleicht nicht richtig beachtet habe. Und ich schneide jetzt hier oben dran rum und plötzlich löst sich das Stück, kracks, bricht ab oder da ist ein Ast oder irgendwas. Wenn es noch dünner wird, ist ein kleiner Ast und es bricht irgendwie durch. Und ich schneide hier so, dann könnte ich mich dadurch verletzen in dem Moment, wo das abbricht. Unerwartet, ratsch, ziehe ich mir das irgendwie in den Daumen rein oder so. Ganz vorsichtig, ja. Immer kontrollieren, fürs Handschnitzen dann nur einwandfreies Holz verwenden. Ich arbeite so gerne vom Körper weg mit dem Schnitzmesser längs zur Faser. Wenn ich jetzt hier quer schneide oder so über den Hirnholzbereich, da wird es schon wesentlich problematischer. Das, gerade was Hirnholz und schwierige Stellen betrifft, so gut wie es geht, vorsägen mit der Bandsäge und dann vielleicht auch mal mit dem Eisen hier. Ich sichere wieder ab mit meiner linken Hand, mache Schnitt an Schnitt. Das kann man üben und lernen. Das ist nicht so problematisch. Ich arbeite nur aus der Hand. Bewegung kommt nur aus der Hand. Also so ein Schnitt von 1-2 cm Länge ist
sehr schön machbar und damit kann man kleine Figuren, sagen wir mal so bis 15, 20 Zentimeter schön in der Hand schnitzen oder was es auch sei, dann Tiere, Bäume, kleine Felsen oder so. Habe ich immer gerne in der Hand geschnitzt. Lässt sich schön machen mit diesen kurzen Schnitten. Man hat schon eine gewisse Schnittführung und man kann damit schön ausformen. Was wir nicht machen sollten, ist mit dem Zeigefinger ansetzen hier, weil der Zeigefinger nicht dafür gemacht ist, jedenfalls nicht diese Stelle. Man spürt es erstens, dass es anfängt weh zu tun. Dann kann man auch nicht so weit schneiden. Das ist dann der nächste Nachteil. Und das Problem ist, dass man hier mit dieser runden Kante des Fingers schnell abrutschen kann. Man braucht, wenn man das macht, und ich würde es nicht empfehlen, dann immer eine klare Kante. Ja? Aber sobald diese Kante so aussieht wie hier, und ich will zum Beispiel über das Hornholz schneiden, wir sehen, das ist gefährlich, das kann abrutschen. Das machen wir idealerweise auch nicht so. Ja? Das würde ich so nicht machen. Außerdem, ja, du hast ein bisschen eine eigenartige Führung und du siehst es, kannst es nicht richtig einsehen. Da habe ich mich schon mal doll geschnitten. So packt man das Eisen etwas weiter hinten, weil der Daumen ja seinen Platz braucht. Dadurch sieht man besser, was vorne geschieht am Eisen. Und wie gesagt, man kann schön mit dem anderen Daumen absichern, dass man auf keinen Fall abrutscht an komplizierten Stellen. Und dann nimmt man halt nur so viel, wie man sich zutraut, wie wirklich weggeht. Und dann funktioniert das auch. Versuch da mehr so zu arbeiten, ja, weil du kannst da immer sehr kontrolliert wie auf einem Punkt arbeiten, ohne übers Ziel hinauszustoßen, auch sehr exakt stoppen. Wenn ich sage, ich will hier aufhören und das abschneiden, kann ich da wunderbar Stopp machen. Zack, auch im Längsholzbereich, wo es eigentlich abspalten könnte oder an komplizierten Stellen wie hier oben, ja, wo man denkt, das spaltet eh gleich weg, kann ich auf diese Weise sehr schön auch eine Kante setzen und exakt arbeiten. Was ich so schon mal gar nicht hinkriegen würde, weil das dann zack, spaltet weg. Ja, komme ich übers Ziel hinaus und das ist nicht ordnungsgemäß. Wenn man jetzt im Bereich der Spitze arbeitet, auch da bitte ganz vorsichtig sein, weil man da so wunderschön ziehen kann. Man kann ja damit Kerbschnitte machen, aber das würde ich nur machen, wenn das Werkstück eingespannt ist. So ziehende Schnitte oder so, hier auch irgendwo eine Linie ziehen, seid da extrem vorsichtig, weil ihr könnt da schnell abrutschen und seid dann durch dieses Ziehen, landet ihr manchmal wo ganz anders, wo ihr gar nicht hin wollt. Euer Finger ist da gefährdet. Oder auch beim Zurückziehen, ja, hier die Fingerkappen, das kann nach unten rausgehen oder so. Gefährliche Sache. Natürlich muss das Holz dann auch fest in der Hand sein, dass wenn man irgendwo drückt, dass es dann nicht schlagartig rumkippt, das Holz irgendwo, und dann wie so ein ziehender Schnitt entsteht und ihr zack da landet, ja, mit der Spitze oder so. Oder ihr auf die Idee kommt, ihr haltet das hier irgendwie so und tut das Messer mit aller Gewalt von oben irgendwie so führen. Also das macht man nicht, ja. Das kann da landen. Der ziehende Schnitt kann irgendwie weiterführen, wo man keine Kontrolle mehr hat. Sowas machen wir nicht, ja. So geht's gar nicht. Also wenn ich sowas sehe, würde ich sofort Stopp brüllen, ja. Wenn ich da jemand sehe, der so schnitzt. Das geht, wie gesagt, in der Bank, dann könnte ich, ja gut, ist schwer zu führen, dann müsste man es vielleicht so ungefähr anpacken, könnte man es mit beiden Händen so führen. Und selbst da muss ich schön aufpassen, wenn ich da so einen Kerbschnitt, einen geschwungenen Kerbschnitt aus einem Schnitt heraus machen will. Geht nur um Weichholz, weiches Nadelholz, Linde oder sowas. Alles andere würde ich nicht machen. Ja, wenn es Eiche ist, würde ich es dann schon rausstemmen und den Klüpfel verwenden. Okay, ich denke, damit könnt ihr arbeiten. Probiert es. Und dann viel Spaß bei den Schnitzergebnissen. So, die Post war nun mittlerweile da. Ich habe hier so eine kleine Trompete bekommen. Und das, was wieder mal nicht ersichtlich war dort auf den Bildern im Netz, ist diese kleine Stange, die jetzt hier drauf geschraubt wird. Weil das ist ja so ein Miniaturobjekt. Ich brauche die aber mal für eine Figur. Weil sowas zu schnitzen, das ist keine schöne Arbeit. Geht kaum. Und das heißt, ich muss das hier mal runterschrauben.
und diese kleine Stange wohl noch entfernen, aber sonst finde ich die eigentlich sehr schön. Allerdings gibt es nur diese eine Variante, da gibt es noch so eine andere Art Trompete, kenne ich mich nicht gut aus. Aber die scheint zu funktionieren und die Figur habe ich genauso groß gemacht, dass es proportionsmäßig dazu passt. Genau. Beim Schnitzen, was ich noch zeigen wollte, war, ich habe ja hier so eine Schnitzvariante, dass ich hier den Daumen ansetze, das Messer bewege ich eigentlich nur in der Hand. Auch hier ist eigentlich Schluss im Bereich des Daumens oder wo die Hand dann sozusagen den Griff zumacht, dass es nicht weitergeht. Ja, da geht es nicht darum, weiter zu schneiden. Da kann ich auch so ein Stückchen zu mir hinarbeiten, aber wie man jetzt auch schon sieht, das geht natürlich nur in Faserverlauf. Wenn ich also eine Form habe, die so ein bisschen hier rumgeht, meinetwegen so eine kugelige Form, da kann ich hier so ein bisschen reinschneiden. Ich kann da recht flink mit dem Messer arbeiten, weil ich halt mit dem linken Daumen kann ich dann hoch zu schön drücken und auch so ein bisschen unterstützend hier nach unten arbeiten. Das lässt sich eigentlich sehr genau dosieren, aber da würde ich sagen, das muss man erstmal üben, nicht am Anfang sofort auf diese Weise schnitzen. Wenn dann sowas ist, dann dreht man das immer rum. Oder man nimmt halt ein anderes Werkzeug, dass man ein gerades Balleisen nimmt und führt halt diesen Schnitt hier dann entsprechend so hier aus. Das geht ja auch. Und schnitzt dann auch mal mit dem Schnitzmesser nach. Wir wollen uns ja nicht selber gefährden. Und was man halt nicht macht, ist hier irgendwie ungesichert oder so, jetzt hier so rein zu arbeiten. Das würde ich auf gar keinen Fall machen, ja, dass ich da ungesichert arbeite, sondern immer Kontakt zum Holz mit dem Daumen suchen. Der Daumen ist der wichtigste Ansatzpunkt. Das Schöne ist halt, dass man auch da noch das Werkzeug halten kann, auch wenn ich den Daumen ansetze, dass man trotzdem noch Kontrolle im Werkzeug hat und so kleine Schnitte machen kann. So, nun wird es aber vielleicht für manche kompliziert. Die sagen, also in meiner Region oder da, wo ich herkomme, verwenden wir gar keine Schnitzmesser. Natürlich mehr im Süden oder im Alpenraum ist es ja oft so, dass man dann gar nicht so mit Schnitzmessern arbeitet. Und dann hat man hingegen viel mehr diese Eisen und das ist dann die Tradition. Aber hier müsst ihr extrem aufpassen, mit so einem schrägen Balleisen, was beidseitig geschliffen ist, in der Hand zu schnitzen, weil das erzeugt einen ziehenden Schnitt. Ja, ihr seht, ich schnitze quer zur Faser, aber dennoch tut das Eisen irgendwie längs arbeiten, weil durch diese Schräge zieht sich der Schnitt hier so rein. Wir haben eine bessere Schnittqualität, kommst auch besser in Ecken rein, kannst damit sauber schneiden. Also das ist ein extrem universell einsetzbares Werkzeug, auch zum Raushauen. In größeren Varianten bei Figuren mit Faltenwürfen kannst du da die Figur damit anlegen, kommst auch mal in den Eckbereich rein, kannst sehr gekonnt damit schneiden. Muss natürlich erübt werden, auch wenn man es als Geißfußersatz gebrauchen möchte, hier in so eine Ecke reinziehen, um da eine Kante zu schnitzen an der Figur oder so. Das Problem ist, dass das dann durch dieses Ziehende manchmal so ein bisschen abrutschen kann irgendwie an der Stelle und naja, dass es dann irgendwo hinrutscht durch diese Schräge, die ich nicht so richtig kontrollieren kann, weil ich möchte gerade ausschneiden, das Eisen zieht sich aber irgendwie zur Seite weg durch diese Schräge hier und dann bin ich natürlich wieder gefährdet, dass ich mich dadurch irgendwie schneide. Ja, da also nur kleine Schnitte wegnehmen, nicht zu viel wegarbeiten und erst einmal am besten beim eingespannten Stück Holz probieren mit diesem Eisen. Also auch hier diese kleine Kante, das kann wunderbar abrutschen, ja, dass es keinen richtigen Halt findet. Da muss man ein bisschen eine Idee haben, wo man genau hin möchte mit diesem Werkzeug, was man damit vorhat. Und Übung mit diesem Werkzeug. Ja, wenn ich also noch nicht so geübt bin, würde ich es wahrscheinlich eher nicht verwenden. Dann würde ich immer das Gerade verwenden. Das lässt sich besser kontrollieren, ja, weil das uns mehr entgegenkommt der Schnittrichtung. Ich schiebe immer in die Richtung, drücke und dann ist die Schneide gerade. Ich habe zwar keinen ziehenden Schnitt, ich komme auch nicht so gut in Ecken rein, aber vom ganzen System her
ist das irgendwie einfacher zu handhaben. Das ist dann schon eher was hier für gekonnte Leute. Aber wenn es halt die Tradition ist und man hat kein Schnitzmesser und möchte es auch nicht haben, dann wäre das natürlich auch eine schöne Alternative, damit zu arbeiten. Und dann kann ich auch so ähnlich wie mit dem Schnitzmesser, da geht es schon los, da wird es interessant hier. Da kann ich eigentlich das Eisen so ein bisschen führen hier, wie so ein Schnitzmesser. Allerdings habe ich jetzt hier keinen so richtigen Kontakt zum Holz. Ja doch, es geht. Wenn ich den Daumen hier ansetze, muss ich relativ weit hinten anpacken. Viel Preis geben von der Klinge. Und dann kann ich auch mit dem linken Daumen hier so schieben. Das ist interessant, fast wie ein Schnitzmesser. Ja. Und trotzdem ist es wie ein Beitel aufgebaut. Hat einen ziehenden Schnitt hier. Mit der Ecke kann ich halt auch mal so kleine Sachen hier ein bisschen schön filigran irgendwas rausstechen und so. Und diese Eisen gibt es ja auch dann noch in schmäler. Dann kann ich dann auch sehr fein arbeiten. Aber man hat jetzt schon gesehen, ich habe jetzt hier das Eisen einfach so angepackt, ohne zu groß zu kontrollieren, weil das halt so multiflexibel ist und ich das überall irgendwie ansetzen kann. Und das erzeugt dann Unfälle, ja, wenn ich das sozusagen nicht mehr abschätzen kann, was passiert, wenn ich diesen Schnitt ausführe. Das war's. Dann viel Spaß beim Üben. Ich danke dir fürs Zuschauen, schalt beim nächsten Mal gerne wieder ein, abonniere gerne diesen Kanal, schreib gerne einen Kommentar unter das Video oder teile es auch gerne mit anderen Leuten, die du magst, mit Freunden und so weiter, denen das weiterhelfen kann. Darüber freue ich mich auch sehr und wenn du wieder einschaltest und dass du mit deinen Arbeiten gut vorankommst, natürlich auch sicher und ohne Probleme. Falls du ein Schnitzmesser brauchst, guck nochmal unter dem Video bei dem Herrn Spangler vorbei, der hat alle möglichen Schnitzwerkzeuge und alles so rund ums Schnitzen. Ich meine, er hat auch Handschuhe für das Handschnitzen für Kinder und so weiter. Da wirst du also fündig werden für das Hobbyschnitzen. Unter dem Video ist es verlinkt. Wir sehen uns wieder in einem weiteren Video. Bis dahin alles Gute, euer Simeon Decker.